Hallo, hier ist Klaus Preuschow, Produktmanager bei der Comline für Video auf der NAB 2017. Die NAB neigt sich dem Ende zu, aber last not least, wir haben massive Neuigkeiten bei der Firma Avid. Und neben mir steht hier der Application Specialist Michael Bläser. Michael, was gibt's Neues auf der NAB bei Avid? Ja, hallo Klaus, wir sind ja hier am Media Composer Pod und eine von den Sachen, die wir hier vorstellen, ist die neue Artist DNX-IQ, also der direkte Nachfolger von der DNX-IO. Wir haben hier neue Verbindungen, Thunderbolt 3 und die neue PCI Express Generation 3. Damit haben wir einfach eine höhere Bandbreite in der Verbindung zwischen Rechner und Box. Ja, Michael, mehr Bandbreite. Was hilft einem das? Wozu kann man das nutzen? Was ist da so neu dabei? Also mehr Bandbreite wird natürlich dann nötig, wenn wir über höhere Frameraten im RGB-Raum und 4K reden. Die zweite Sache, die wir mit diesem Gerät freischalten können, ist in der Symphony-Software das Universal Mastering. Das ist ein Feature, das hatten wir schon mal vor langen Jahren. Das ist praktisch die Möglichkeit, die Re-Rasterung, also die Vergrößerung, die Resizing und die Framerate-Conversion in der Hardware zu nutzen, die dort eingebaut ist und das direkt aus dem Media Composer Projekt heraus. Verstehe ich das richtig? Du hast also so ein Projekt und wenn du das nochmal in SD ausgeben willst oder ein 4K-Projekt in HD, kannst du es tun. Habe ich das richtig verstanden? Auch wenn ich ein NTSC-Projekt mache, kann ich es auch mit PAL Framerate ausgeben? Genau. Das ist genau der Punkt. Ich kann nicht nur die Größe ändern, sondern ich kann auch die Framerate ändern. Klassisch kam das aus dem Filmbereich, 24 Bilder, Distribution in 30 Bildern, heute aber auch durchaus in 50 oder 65 oder 60 Bildern als Ausgabeformat und das einfach in den Projektsettings umschalten, setzt voraus die neue Box mit den Resizern, setzt voraus eine Symphony-Option. Also, ich hoffe, alle haben es verstanden. Wenn ihr produziert für den amerikanischen und deutschen Markt, die neue Box und nicht vergessen, Symphony-Plugin kaufen. Aber es gibt mehr zu sehen. Ich glaube, wir gehen noch mal ein Haus weiter, Michael. Alles klar, gucken wir uns doch mal den Media Composer First an. Michael, Media Composer First. Was ist das? Ja, Media Composer First, man sieht es hier schon so im Hintergrund, ist ein Media Composer, ist gebaut als freie Version zum Download für jedermann, ist etwas reduziert, 4 Videotracks, 8 Audiotracks, 5 Bins, das sind so die Schlagworte, aber beliebige Anzahl von Projekten, alles machbar in HD, ich kann ausgeben in Multimedia-Formaten, Upload nach YouTube, rausrendern in DNX HD, um halt einen High-Quality-Output zu haben. Also wirklich eine freie Version, mit der man richtig arbeiten kann. Super Tool zum Lernen für Studenten oder für jeden, der wieder einsteigen will. Einfach runterladen und produzieren. Das heißt mit anderen Worten, das ideale Ding für jeden, der mal in die Avid-Welt reinschnuppern will und feststellen will, das ist mein Tool, damit kann ich arbeiten. Kannst du uns ein bisschen mehr zeigen? Ja. Also absolut, das ist genau das Tool zum Reinschnuppern oder halt auch um die privaten Videos zu schneiden. Weil damit kann ich anfangen und wachse vielleicht in die Software rein und für die ganzen Neueinsteiger, Mediengestalter ein super Lerntool einfach. Ja. Wir haben mal einen Blick. Okay, was man hier sieht, ist, die Oberfläche sieht natürlich aus wie ein Media Composer, aber es gibt überall so kleine Hinweise. Also hier unten steht Track Clips to create a sequence oder Track Source Browser to add clips to the Project. Also hier überall sind so kleine Hinweise gezeigt. Man gibt auch so eine Farbkodierung. Der Zuspieler hat eine grüne Farbmarkierung, die Sequenz nachher eine blaue. Und es ist wirklich so, ich gehe in mein Projekt rein, ich finde hier meine Ordner, hier gibt es zum Beispiel einen Surfing-Ordner mit Material. Ich sehe die einzelnen Bilder und ich kann hier schon einfach mit der Maus drüber fahren, um mir die einzelnen Szenen anzugucken. Ein Doppelklick gibt mir eine Vorschau für mein Projekt und wenn ich das jetzt verbinden will, dann mache ich genau das. Ich nehme meinen Clip und schiebe ihn hier rüber in meinen Bin. Das heißt, ich habe hier die erste Szene übernommen. Das kann ich natürlich auch mit dem ganzen Ordner machen und dann das Material hier auf der Zuspielerseite laden. Um jetzt eine Sequenz zu erzeugen, kann ich entweder das Material direkt von meinem Source-Browser nehmen und in die Timeline ziehen. Dann wird sofort eine neue Sequenz erzeugt und auch hier keine Einstellungen nötig. Das ganze System ist so einfach wie möglich gehalten, dass man auch als jemand, der jetzt nicht 1000 Seiten Manual gelesen hat, sofort damit arbeiten kann. Michael, das sah ja so aus, als wenn selbst ich damit meine Filme schneiden könnte. Ich glaube, wenn ich mal in Rente gehe, da habe ich was vor. Vielen Dank für alles das, was du uns gezeigt hast und ich hoffe, nächstes Jahr wieder Avid auf der NAB. Ja, immer wieder gerne und natürlich auch bei euren Shows. Tschüss. Tschüss.